Die beiden Nachbarländer, Deutschland und Schweiz, scheinen auf den ersten Blick sehr viel gemeinsam zu haben. Oder doch nicht? 5 große und kleine Unterschiede zeige ich euch in diesem Teil dieser Videoreihe. Das sind natürlich längst nicht alle Unterschiede. Weitere Unterschiede gibt es im vorherigen Teil und zukünftigen Teilen dieser Serie. Ich freue mich daher über eure Ergänzungen und weiteren Vorschläge in den Kommentaren. Kostenlos den Kanal abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. So werdet ihr immer über neue Videos informiert. Strommix. Bei der Herkunft des Stroms aus der Steckdose gibt es in beiden Ländern große Unterschiede. Bei den Zahlen habe ich mich extra auf den Nettostrommix, also dem verbrauchten Strom, konzentriert, da dies für mich die ehrlichere Statistik ist. Das heißt, hierbei wurden auch die Im- und Exporte des Stroms berücksichtigt und nicht nur die reine Stromproduktion. Dank der Alpen wird die Schweiz sehr gut mit Wasser versorgt und gilt daher gleichzeitig als das Wasserschloss Europas. Das ist auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass mehr als 2/3 des Schweizer Stroms aus Wasserkraft stammt. Wind, Gas und Kohle spielen eine untergeordnete Rolle. Kohlekraftwerke gibt es in der Schweiz nicht. Dieser Strom findet nur über den Import den Weg in die Schweiz. Der zweitgrößte Energielieferant ist immer noch die Kernenergie. Dieser Anteil hat sich aber zumindest in den letzten 10 Jahren halbiert. In Deutschland ist der Strommix wesentlich bunter, besteht aber immer noch zu einem großen Teil aus fossilen Brennstoffen. Der Kohleabbau hatte in Deutschland, insbesondere im Ruhrgebiet, lange Tradition. Mittlerweile ist der Kohlebergbau im Ruhrgebiet Geschichte. Dennoch ist die Kohle in Deutschland weiterhin ein wichtiger Energielieferant. Die Anteile fossiler Brennstoffe nehmen in Deutschland zugunsten der erneuerbaren Energien stetig ab. Solar- und Windenergie werden stark gefördert und gewinnen jedes Jahr mehr Anteile. Bei der Wasserkraft hat sich dagegen wenig getan. Bei der Kernenergie ist die Entwicklung in Deutschland ähnlich wie in der Schweiz. Auch hier hat sich der Anteil in den letzten 10 Jahren halbiert. Steckdosen. Wer ein Elektrogerät an den Strom anschließt, wird diesen offensichtlichen Unterschied schnell feststellen. In der Schweiz werden Steckdosen vom Typ C und Typ J verwendet. In Deutschland dagegen verwendet man Steckdosen vom Typ C und F. Die verwendete Netzspannung und Frequenz ist identisch. Den zweipoligen Euro-Stecker kennt man in beiden Ländern, befindet sich häufig an Geräten mit geringer Leistung und passt auch an alle verwendeten Steckdosen der Schweiz und Deutschland. Schwieriger wird es bei den dreipoligen Steckern. Der in Deutschland verwendete Schuko-Stecker gehört mit den zu den häufigsten verwendeten Steckern der Welt. Schuko ist ein Akronym für Schutzkontakt. Schon allein durch seine Form passt er nicht in die versenkten Steckdosen in der Schweiz. Darüber hinaus sind die Kontaktstifte für Schweizer Steckdosen zu dick. In der Schweiz und Liechtenstein ist der Stecker mit 3 Kontaktstiften vom Typ J üblich. Der Stecker passt in dieser Form in keine deutsche Steckdose. Im Gegensatz zum Schuko-Stecker ist der Schweizer Stecker verpolungssicher, verhindert damit eine falsche Polarität und kann dadurch mögliche Schäden minimieren. Für die Stecker des Typs J und F wird für das andere Land zwingend ein Adapter benötigt. Mülltrennung. Eins vorweg: Getrennt wird der Müll in beiden Ländern. Die Schwerpunkte und das Vorgehen sind dabei aber ganz unterschiedlich und jedes Land hat dabei seine Eigenheiten. In der Schweiz wird sehr selektiv getrennt und in Deutschland geht vieles über den grünen Punkt. Der Punkt mit den 2 Pfeilen ist auf Verpackung aufgebracht, für welche eine vorgezogene Verwertungsgebühr bereits bezahlt wurde. Diese Verpackungen wandern in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Allerdings sagt das nicht aus, dass die Verpackung auch recycelt wird. Aktuelle Zahlen zeigen, rund die Hälfte der Verpackung aus dem gelben Sack landen am Schluss in der Müllverbrennung, um Wärme und Strom zu gewinnen. Unter anderem Namen kennt man dieses System mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern. In der Schweiz ist der grüne Punkt bedeutungslos. Verpackungen werden ganz normal über den Hausmüll entsorgt. Die Gebühr fällt dabei nicht beim Kauf des Produkts an, sondern erst mit der Entsorgung. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Entweder zahlt man die Gebühr mit dem Kauf des Abfallsacks oder den dazugehörigen Wertmarken. Ausgemusterte Schulhefte, die Zeitung von gestern, der leere Schuhkarton. Papier und Kartons gehören in Deutschland in die blaue Tonne oder den Altpapiercontainer.
In der Schweiz wird dabei noch stärker unterschieden. Papier und Karton werden getrennt. In einigen Regionen und größeren Überbauungen gibt es für beides separate Container. Wo das nicht der Fall ist, wird fleißig und akkurat gebündelt. Einfach nur lieblos und wild ein Bündel schnüren geht in der Schweiz gar nicht. Schließlich liegt das Bündel später vor der Tür und was sollen sonst die Nachbarn denken? Aber mal im Ernst, an Sammlungstagen würde es wirklich sonst auch grausam aussehen. Von daher kann ich das auch gut verstehen. Pfandsystem. Da wir gerade beim Thema sind. In Deutschland verhalf ein ausgeprägtes Pfandsystem zu mehr Sauberkeit auf den Straßen. Die Schweiz beweist, dass nicht zwingend ein Anreizsystem geschafft werden muss, damit Flaschen und Dosen recycelt werden. Pfand wird in Deutschland auf Mehrwegglas, Einwegglas, PET-Flaschen und Dosen erhoben. Die Höhe des Pfands ist dabei sehr unterschiedlich. Weinflaschen 2 bis 3 Cent, Mehrwegflaschen 8 bis 15 Cent, Bierflaschen mit Bügelverschluss mancherorts mit bis zu 60 Cent. Einwegflaschen und Dosen mit 25 Cent. Aber es gibt auch Ausnahmen. Getränkeverpackungen aus Karton sind immer pfandfrei. Es gibt auch einige Getränke, die unabhängig von ihrer Verpackung kein Pfandsystem angehören müssen. Dazu zählen zum Beispiel Wein, Spirituosen, Fruchtsäfte, Molkereiprodukte sowie Flaschen mit mehr als 3 Litern Inhalt. Ein genauer Blick auf die Flasche ist also immer erforderlich. Alles in allem ziemlich verwirrend. Trotz des finanziellen Anreizes werden längst nicht alle Pfandflaschen zurückgebracht. Meistens aus finanzieller Not heraus haben Pfandjäger daraus ein Geschäft gemacht und sammeln liegen gelassene und weggeworfene Pfandflaschen ein und bringen diese zum Teil im großen Stil zurück in die Geschäfte. In der Schweiz ist es genau umgekehrt. In diesem Bereich wählte die Schweiz den Weg der vorgezogenen Entsorgungsgebühr. Ähnlich wie in Deutschland beim grünen Punkt. Pfandflaschen sind eher die Ausnahme. Normalerweise sind Dosen, PET und die meisten Glasflaschen ohne Pfand. Lediglich einige Mehrwegglasflaschen sind mit einem Pfand bzw. Depot von 30 bis 50 Rappen belegt. Der genaue Wert ist auf dem Flaschenetikett aufgedruckt. Solange die von der Schweiz sich selbst auferlegten Recyclingquoten erreicht werden, wird das auch so bleiben. Getränkeverpackungen aus Glas, PET und Aluminium müssen eine Verwertungsquote von jeweils mindestens 75% nachweisen. Wird diese nicht erreicht, kann das Schweizer Umweltdepartement ein Pfand vorschreiben. Bisher scheint das aber kein Problem zu sein. 2018 wurden 94% der Glasflaschen, 82% der PET-Flaschen und 94% der Aluminiumdosen recycelt. Weitere Namensunterschiede. Im ersten Teil dieser Serie haben wir bereits über den Unterschied von Wick und Wix gesprochen. In diesem Teil habe ich noch 2 weitere Namensunterschiede für euch. Das Logo, die Farben, auf den ersten Blick ist alles gleich. Nur der Name ist ein anderer. In Deutschland heißt es Deichmann, in der Schweiz Dosenbach. Eigentlich ist es aber dennoch das gleiche Schuhgeschäft. Früher aber nicht. 1973 wurde Dosenbach vom deutschen Unternehmen Deichmann aus Essen übernommen. Der Name wurde wegen der großen Akzeptanz in der Schweizer Bevölkerung aber beibehalten. Und das bis heute. Nesti ist ursprünglich eine Kooperation von Coca-Cola und Nestle. 2017 entschied sich Coca-Cola, die Zusammenarbeit mit Nestle zu beenden. Ein neuer Name musste her. Seit 2018 ist dieses Getränk unter dem Namen Fuze mit Z bekannt. In der Schweiz werden die Getränke aber unter dem Markennamen Fuze mit S vermarktet, um unerwünschte sexuelle Assoziationen zu vermeiden. Ein Buchstabe macht dabei einen großen Unterschied. Fuz ist im Schweizerdeutschen eine vulgäre Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil. Nachdem dieser Fauxpas aufgefallen war, wurde ein Renaming lanciert. Der Namenswechsel für die Schweiz war Coca-Cola 1 Million Franken wert. Kennt ihr noch weitere Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz? So schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video.